ist der Krebs des Metalls. Er ist geduldig, er ist unaufhaltsam und er kostet die Weltwirtschaft jedes Jahr Milliarden. Eisen hat einen natürlichen Drang, sich zu zersetzen. Es will zurück in seinen ursprünglichen Zustand, es will wieder zu Staub und Erde werden. Wenn wir Brücken, Autos oder Schiffe aus normalem Eisen bauen, führen wir einen Kampf gegen die Natur, den wir eigentlich nur verlieren können. Aber dann sieh dir dieses Besteck an. Oder das Skalpell eines Chirurgen. Oder die glänzende Fassade eines Wolkenkratzers. Dieses Metall ist anders. Es ist nass, es ist schmutzig, es ist Sauerstoff ausgesetzt und trotzdem bleibt es makellos. Es scheint immun gegen das Altern zu sein. Wir nennen es Edelstahl. Aber was die meisten Menschen nicht wissen, Edelstahl ist kein natürliches Material. Es ist ein chemischer Frankenstein. Ein Material, das so eigentlich nicht existieren dürfte. Denn das Geheimnis seiner Unsterblichkeit ist nicht, dass es unzerstörbar ist. Das Geheimnis ist, dass es sich selbst heilen kann. Wenn du diesen Stahl zerkratzt, blutet er nicht. Er repariert sich selbst. Und das in Millisekunden. Doch um dieses Wundermaterial herzustellen, müssen wir durch die Hölle gehen. Wir müssen Temperaturen erzeugen, die heißer sind als ein Vulkan. Wir müssen Atome so präzise mischen wie ein Apotheker seine Medizin. Und wir brauchen eine Zutat, die unsichtbar macht. Willkommen beim Kern der Dinge. Wir schauen heute tief in die Hochöfen der Industrie, um zu verstehen, wie aus schrottreifem Altmetall glänzender Luxus wird. Wenn du verstehen willst, wie die Materialien funktionieren und die unsere moderne Zivilisation überhaupt erst möglich machen, dann ist jetzt der perfekte Moment, den Kanal zu abonnieren. Damit verpasst du auch nicht die Analyse im nächsten Video, wo wir klären, warum Beton eigentlich viel komplexer ist als nur grauer Schlamm. Die Reise von Edelstahl beginnt nicht in einer sauberen Fabrik. Sie beginnt meistens auf dem Schrottplatz. Edelstahl ist eines der am besten recycelten Materialien der Welt. Aber wie verwandelt man einen verrosteten Haufen Altmetall in chirurgischen Stahl? Der erste Schritt ist der Lichtbogenofen. Stell dir einen Kessel vor, so groß wie ein Haus. Er wird mit Tonnen von Stahlschrott gefüllt, alte Autos, Träger, Maschinen. Dann werden riesige Elektroden aus Graphit in den Kessel gesenkt. Diese Elektroden sind so dick wie Baumstämme. Sobald der Strom eingeschaltet wird, schießen Blitze durch den Schrott. Wir reden hier nicht von ein bisschen Wärme. Wir reden von einem elektrischen Kurzschluss, der so gewaltig ist, dass er Temperaturen von über 1600 Grad Celsius erzeugt. Der Lärm ist ohrenbetäubend. Der Schrott schreit förmlich, während er schmilzt. Innerhalb von Minuten wird aus dem festen Müll eine glühende, brodelnde Suppe. Aber diese Suppe ist noch kein Edelstahl. Sie ist dreckig. Sie ist voller Kohlenstoff und Verunreinigungen. Würden wir sie jetzt abkühlen lassen, hätten wir sprödes, nutzloses Metall, das sofort rosten würde. Jetzt beginnt die eigentliche Alchemie. Der flüssige Stahl wird in einen speziellen Konverter gegossen. Experten nennen diesen Schritt AOD, Argon Oxygen Decarburization. Das klingt kompliziert, ist aber eigentlich simpel. Das Problem ist der Kohlenstoff im Stahl. Zu viel Kohlenstoff macht den Stahl brüchig. Wir müssen ihn rausbekommen. Normalerweise würde man einfach Sauerstoff hineinblasen, um den Kohlenstoff zu verbrennen. Aber wir haben ein Problem. Wir wollen später wertvolle Metalle wie Chrom im Stahl haben. Wenn wir einfach nur Sauerstoff reinblasen, würde auch das Chrom verbrennen. Das wäre, als würdest du versuchen, den Staub von einem Ölgemälde mit einem Flammenwerfer zu entfernen. Du zerstörst dabei das Kunstwerk. Deshalb mischen die Ingenieure Argongas dazu. Das Argon wirkt wie ein Schutzschild. Es erlaubt uns, den Kohlenstoff präzise herauszubrennen, ohne die wertvollen Metalle zu opfern. Es ist ein chemischer Tanz auf der Rasierklinge. Und jetzt kommen wir zum wichtigsten Moment. Dem Moment, in dem aus Stahl Edelstahl wird. Wir geben die Legierungselemente hinzu. Die wichtigste Zutat ist Chrom. Ohne Chrom ist Stahl nur Eisen mit Kohlenstoff. Es rostet. Aber sobald wir mindestens 10,5% Chrom in die Schmelze geben, passiert etwas Magisches. Das ist der Moment, in dem das Material seine Superkraft erhält. Viele glauben, Edelstahl rostet nicht, weil er so dicht ist, dass kein Sauerstoff eindringen kann. Das ist falsch. Die Wahrheit ist viel faszinierender. Edelstahl rostet tatsächlich. Aber er tut es auf eine nützliche Weise. Das Chrom im Stahl reagiert sofort mit dem Sauerstoff in der Luft. Aber anders als Eisen, das zu rotem, bröckeligem Rost zerfällt, bildet Chrom eine unsichtbare Schicht. Chemiker nennen das Chromoxid.
Diese Schicht ist nur wenige Atome dick. Sie ist für das menschliche Auge absolut unsichtbar. Aber sie ist härter als Stahl selbst und chemisch extrem stabil. Stell dir das vor wie eine Haut. Wenn du mit einem Messer über ein Stück Edelstahl kratzt, zerstörst du diese Schicht. Du legst das nackte Metall darunter frei. Aber in Millisekundenbruchteilen reagiert das Chrom im Metall wieder mit der Luft und bildet sofort eine neue Haut. Die Wunde schließt sich, der Stahl heilt sich selbst. Das ist der Grund, warum dein Spülbecken auch nach 10 Jahren noch glänzt, obwohl du es täglich mit Töpfen und Messern malträtierst. Es ist ein permanenter, unsichtbarer chemischer Prozess. Aber zurück in die Fabrik. Wir haben jetzt die perfekte flüssige Legierung. Jetzt müssen wir sie in Form bringen. Das flüssige Metall wird in eine Stranggießanlage gegossen. Stell dir vor, du drückst Zahnpasta aus einer Tube, nur dass die Zahnpasta glühend heißer Stahl ist und die Tube tonnenschwer. Der Stahl erstarrt zu langen, glühenden Blöcken, den sogenannten Brammen. Diese Blöcke sind immer noch rotglühend, wenn sie in das Walzwerk kommen. Hier werden sie von gigantischen Walzen plattgedrückt. Mit unglaublichem Druck machen wir aus einem 30 cm dicken Block ein millimeterdünnes Blech. Dieser Prozess macht den Stahl nicht nur dünner, er macht ihn auch stärker. Die Kristalle im Inneren des Metalls werden gestreckt und neu ausgerichtet. Das ist der Unterschied zwischen einem Material, das bricht, und einem Material, das sich biegen lässt. Am Ende wird das Blech zu riesigen Rollen aufgewickelt, den Coils. Jede dieser Rollen wiegt bis zu 30 Tonnen. Sie sehen aus wie gigantische Rollen Alufolie, aber sie sind hart genug, um Panzer zu bauen. Vielleicht hast du schon mal bemerkt, dass manche Edelstähle magnetisch sind und andere nicht. Oder dass billiges Besteck irgendwann doch Flugrost ansetzt. Das liegt daran, dass Edelstahl nicht gleich Edelstahl ist. Es gibt über 150 verschiedene Rezepte. Wenn wir Nickel hinzufügen, wird der Stahl noch säurebeständiger und verliert seinen Magnetismus. Das ist der Stahl, den wir für Chemieanlagen oder hochwertige Uhren nutzen. Wenn wir Molybdän hinzufügen, wird er resistent gegen Salzwasser, perfekt für Offshore-Bohrplattformen. Es ist wie beim Kochen. Die Basis ist immer Eisen und Chrom, aber die Gewürze, Nickel, Molybdän, Titan, bestimmen, ob das Material am Ende in deiner Küche landet oder in einem Triebwerk einer SpaceX-Rakete. Edelstahl ist mehr als nur ein glänzendes Metall. Es ist das hygienischste Material, das wir kennen. Bakterien finden auf der glatten Chromoxidschicht keinen Halt. Ohne Edelstahl gäbe es keine moderne Chirurgie, keine sterile Lebensmittelproduktion und keine Wolkenkratzer, die Jahrhunderte überdauern. Wir haben die Natur überlistet. Wir haben das Eisen, das eigentlich verrotten will, in eine Rüstung aus Chrom gezwängt. Wir haben ein Material geschaffen, das so beständig ist, dass Archäologen in 1000 Jahren wahrscheinlich immer noch unsere Löffel und Gabeln im Boden finden werden. Glänzend wie am ersten Tag. Aber Edelstahl ist nur eines von vielen Beispielen dafür, wie wir die chemischen Gesetze zu unserem Vorteil biegen. Unsere gesamte moderne Welt basiert auf solchen unsichtbaren Kompromissen und genialen Lösungen. Und genau diese verborgene Logik werden wir hier weiter entschlüsseln. Es lohnt sich, dran zu bleiben.